Wie sah eigentlich eine Siedlung in der Jungsteinzeit aus? Wie haben die Menschen im Mittelalter gehandelt? Und wie haben sich die Lebensumstände auf dem Lande in den letzten Jahrtausenden verändert? Es gibt unendlich viel Information aus Büchern, Berichten und Studien, die uns ermöglichen, über Vergangenes zu erfahren. Doch meist haben wir nur eine vage Vorstellung. Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg haben wir innerhalb von einem Jahr diese einzigartige Ausstellung entwickelt, die die Geschichte unserer Zivilisation im Miniaturformat wahrnehmbar macht. In unzähligen Treffen und Sitzungen mit Historikern und durch die außergewöhnlichen Leistungen unserer Modellbauer sind in über 7000 Arbeitsstunden diese 8 Dioramen entstanden, die bis zu 6000 Jahre europäischer Geschichte abbilden. Beginnend in der Jungsteinzeit 5500 vor Christus geht es über ins frühe und späte Mittelalter, anschließend ins Barockzeitalter und weiterhin in kleinen Sprüngen alle 150 Jahre bis ins Jahr 1942. Die Dioramen zeigen die Voraussetzungen zur Entwicklung einer europäischen Siedlung bzw. der Stadtentwicklung. Historikerin und Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung, Frau Dr. Bamberger-Stemmann, erklärt die Idee hinter diesem Projekt. In den Dioramen bilden wir keine wirkliche historische Realität ab. Das heißt, es handelt sich nicht um eine Stadt, die man wiedererkennen kann, eine Stadt, die man kennt, sondern es handelt sich bei allem, was wir hier zeigen, um sogenannte historische Setzungen. Das heißt, wir zeigen idealtypische Zusammenballungen von Ereignissen, von Ideen, von Phänomenen des menschlichen Zusammenlebens. Deutlich wird so vor allem die Kontinuität über die einzelnen Dioramen. Die Landschaft wird als gegeben gesehen und symbolisch dargestellt. Also uns ist ganz wichtig, dass man das Leben der Menschen in der damaligen Zeit auch ganz gut erkennen kann und nachstellen kann. Einmal, wie so der Alltag war, so das Leben in der Familie oder die Ernährung, die Versorgung, wie war die Arbeitslage, wovon haben die Leute gelebt, aber auch dann so das ganze politische Leben, das mächtige Leben, Polizei, Militär, die ganzen Punkte sollen da zu sehen sein und dann auch in dem ganzen historischen Hintergrund. Jedes Diorama besteht aus folgenden Hauptbestandteilen, die immer wieder auftauchen. Für die Verteidigung und Flucht dient ein Berg mit einer Festung. Leute flüchten hierher und sehen zu manchen Zeiten in der Burg zugleich eine Kultstätte. Später repräsentiert sie die Ausübung von Herrschaft und Unterdrückung. Es gibt eine Stadt mit einer nutzbar gemachten Umgebung, mit Landwirtschaft und Manufaktur oder Fabrik, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Für die Infrastruktur, vor allem für den Transport und als Verteidigungslinie und somit Grund für die Ansiedlung der Menschen dient ein Fluss. Er grenzt die Gesellschaft von der Gefahr auf der anderen Seite des Flusses ab oder in späteren Zeiten von der Arbeit. Zugleich trennt er die wohlhabende Stadt von der Armut der Landbevölkerung und markiert soziale Differenzen. Eine Furt oder Brücke ermöglicht die Überquerung des Flusses, also die Überwindung einer natürlichen Grenze. Damit entsteht die Möglichkeit für Handel und Kontakt mit anderen Regionen. Mit diesen 4 Punkten können wir menschliches Leben über die Jahrtausende in eine Beziehung setzen und darstellen. Wir versuchen Ideen und Ereignisse in den Dioramen so zusammenzufassen, dass sie sichtbar werden, dass sie eine Anknüpfung an historische Realität, an die jeweilige Gegenwart der Menschen haben, aber dass man sie nicht wiedererkennen kann und damit sagen kann, das ist die und die Stadt, das ist eine andere Stadt, sondern der Sinn ist, dass wir ein Stückchen Verallgemeinerung Ihnen präsentieren können. Modellbauerische Herausforderungen gab es hier zuhauf. Projektleiter Sönke Freitag erklärt. Das Besondere an diesen Modulen und an dem Gesamtprojekt ist gewesen, dass nichts zu kaufen war. Jedes Gebäude ist einzeln angefertigt worden. Den größtmöglichen Erweiterungsprozess kann man an dem Schloss sehen. Wir haben relativ klein angefangen und entwickeln uns zu einem großen, beschaulichen Prunkschloss mit verputzten Fassaden, aufwendigen Fenstern, prunkvollen Eingängen. Und jedes Gebäude ist deshalb modellbauerisch sehr hoch anzusiedeln. Abschließend können wir zusammenfassen, dass es modellbauerisch das Aufwendigste gewesen ist, an dem wir Modellbauer mitgewirkt haben. Die zeitgenössische Entwicklung der Kirchen, Brücken, Fahrzeuge, Boote, Waffen und vieles mehr musste zuvor akribisch recherchiert werden. Für unsere Modellbauer eine spannende Aufgabe. Ein Beispiel für so ein typisches Problem, wie war das damals, sind die Fensterscheiben bei den Gebäuden, bei den Häusern. Wie waren denn die Fensterscheiben im Mittelalter? Hatten die schon Glas? Wie hatten die im Winter die Fenster zugemacht, wenn es kalt geworden ist? Also so wie bei den Fenstern gibt es natürlich viele hunderte Geschichten, die sich durch die ganzen Dioramen durchfädeln. Und jede einzelne Geschichte muss für sich beantwortet werden. Es gibt insbesondere für die Zeit vor dem 19. Jahrhundert keine Figuren zu kaufen.
Daher mussten gut 2500 Einzelstücke von bis zu 10 Mitarbeitern in mühseliger Handarbeit angefertigt werden. Hier wurde mit Spachtelmasse, Schnitzmessern und Multifunktionswerkzeug gearbeitet und anschließend mit feinsten Pinseln bemalt. Die Figuren bringen reichlich Leben auf die 8 Dioramen und veranschaulichen die Lebensweisen der vergangenen Zeit auf eine besondere Art und Weise. Was mich an dem Projekt reizt, ist, dass wir die Geschichte erlebbar machen. Dass wir Geschichte zeigen, wie das Leben damals war. Dass wir Geschichte rausholen aus verstaubten Buchdeckeln und wieder hier in Szene und ins Bild bringen.